Ungeduld ist ja echt eine Volkskrankheit und die gibt es auch in allen Formen im Garten. Und ich lese jedes Jahr, dass Leute schreiben, ich musste schon meinen Knoblauch ernten. Ich bin echt enttäuscht, wie klein der ist. Ja, sag mal, warum musstest du denn bitte schön deinen Knoblauch ernten? Weil hier und da mal ein kleines braunes Blatt dran war. Bitte schau dir dieses Video an und du erfährst, warum du mit der Ernte warten solltest, was denn im schlimmsten Fall passiert, wenn du zu lange wartest, und wir machen auch mal eine Probeernte. Aber erstmal ein paar Punkte, warum du Knoblauch noch nicht ernten solltest. Nummer 1, ernte nicht, weil du hier und da mal ein braunes Blatt siehst. Das ist ganz normal, vor allen Dingen die älteren Blätter sterben irgendwann ab und er wird jetzt auch heller. Das ist auch ganz normal. Punkt Nummer 2, ernte nicht, weil einzelne Knoblauchpflanzen umknicken. Das wird hin und wieder mal angegeben, dass es ein gutes Zeichen ist, dass man den jetzt ernten kann, aber nicht, wenn jetzt hier und da mal eine umknickt. Das kann auch andere Gründe haben. Ich meine, überall knicken mal Pflanzen um. War vielleicht zu viel Regen oder zu viel Wind oder sonst irgendwas, aber kein Grund, generell jetzt zu ernten. Und Sorten, die wie hier eine Blüte bilden, die knicken sowieso eigentlich nicht um. Grund Nummer 3, ernte nicht, weil du irgendwo irgendein Datum gelesen hast, an dem man Knoblauch ernten muss. Ganz ähnlich, ernte nicht, weil du den schon im Herbst gepflanzt hast und nach so und so vielen Monaten steht ja jetzt eigentlich die Knoblauchernte an. Auch das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Ich habe selbe Sorten schon im November gepflanzt und die waren Anfang Dezember schon so groß. Dieses Jahr kamen dieselben Sorten erst Ende Januar raus. Dann hatten wir ein kaltes Frühjahr. Schau dir die Pflanzen an und geh nicht nach irgendeinem Datum. Das nächste ist auch wichtig, ernte nicht, weil du irgendwo rote Punkte auf den Pflanzen siehst. Rote Punkte auf Knoblauch ist meistens Knoblauchrost. Kriegen die ziemlich häufig in einigen Jahren und Regionen mehr. Ich habe es diesmal nicht an den Pflanzen, aber wenn der schon kurz vor der Ernte steht, also in den nächsten 3-4 Wochen oder so, dann wird er wahrscheinlich nicht sich so schnell verbreiten, dass der noch irgendwelche Auswirkungen hat. Also auch das ist kein Grund, den Knoblauch vorzeitig zu ernten. Weil das so viele Punkte waren, musste ich mir das notieren und bei dem nächsten stehen 3 Ausrufezeichen dahinter. Ganz wichtig, ernte nicht, weil du irgendwo siehst, dass andere jetzt ihren Knoblauch ernten. Okay, erklärt mir mal, woher kommt diese Angst, etwas zu spät zu ernten beim Knoblauch? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Bleibt er zu lange im Boden, lösen sich so ein bisschen die äußersten Häute der Knolle auf. Ja, im Handel wird das wahrscheinlich den Verlust einer Handelsklasse bedeuten, aber ich meine, was interessiert uns das? Die Lagerfähigkeit ist vielleicht geringfügig dadurch beeinträchtigt, aber ich hatte auch schon zu spät geernteten Knoblauch und der hat sich auch fast bis in den März gehalten. Im allerschlimmsten Fall, wenn du dann wirklich 2-3 Monate länger im Boden lässt, dann löst er sich komplett auf, das sind nur noch einzelne Zehen und im schlimmsten Fall keimt er dann schon wieder. Ja, das will man nicht haben, aber ja, das ist natürlich ein Extremfall und dann sieht man von der oberirdischen Pflanze auch eigentlich gar nichts mehr. Schauen wir uns mal meine Pflanzen an. Für mich immer ganz wichtig der Hauptstiel. Der ist noch grün, die meisten Blätter sind noch grün und vital. Hier zum Beispiel bilden sich gerade mal die Blüten, die werde ich jetzt auch ausbrechen. Die kann man einlegen, schmecken tatsächlich gut und wenn man die entfernt, dann geht die Kraft in die Knollenbildung rein und nicht in die Blüte. Und es sieht alles sehr gesund aus. Es ist nicht übertrieben mit Knoblauchrost voll. Für mich absolut kein Grund, den jetzt zu ernten. Trotzdem ernten wir jetzt mal einen und zeige ich euch, wie das aussieht. Ja, ihr seht, der sieht schon mal ganz okay aus, aber ich will nicht sagen, der wäre noch doppelt so groß geworden, aber ein ganzes Stück schon. Die Zehen, das sieht man, die bilden sich gerade erst aus. Hier ist noch alles grün. Ich meine, okay, hiervon kann man jetzt noch einiges mitessen, auch von den Blättern, von den inneren, die noch sehr schön grün sind. Aber ja, das ist jetzt für mich ein Anzeichen, der Knoblauch braucht noch eine ganze Zeit bei mir
Und trotzdem freue ich mich über den. Der kommt gleich in die Küche. Der einzige Grund, warum man jetzt einen Knoblauch ernten sollte, ist, weil man richtig Bock darauf hat, auf einen frischen Knoblauch. Die sind dann noch nicht so groß, kennt man auch aus dem Handel. Diesen frischen Knoblauch, da sind die Häute, die die Zehen umgeben, noch total weich, kann man mitessen. Und teilweise auch noch die Blätter. Und jetzt schauen wir uns noch mal den Elefantenknoblauch an. Ich weiß gar nicht, ob ich hier einen ernten möchte. Wir können ja mal so ein bisschen bei dem ganz dicken hier nach der Knolle suchen. Schaut euch das mal an, das ist jetzt schon riesengroß, aber auch hier glaube ich, das kann noch doppelt so groß werden. Und die Pflanze ist noch total vital, die Blätter, der Stiel. Also mache ich das wieder zu und lasse die noch wachsen. Und übrigens, Elefantenknoblauch wird es in einigen Monaten wieder bei uns im Shop bei Burago geben, zusammen oder vielleicht dieses Jahr sogar vor dem normalen Knoblauch im Herbst dann. Jetzt noch eine Testernte. Der Knoblauch hier steht bei mir im Folientunnel. Den habe ich erst Ende Dezember hier reingesteckt. Ist ein Versuch, der ist aber jetzt eigentlich genauso groß wie draußen der. Also im Tunnel geht das schon wesentlich schneller alles. Und der wird hier eigentlich nie gegossen. Ich möchte sehen, ob man damit das Aroma noch intensivieren kann. Und wie sieht der aus? Die Größe ist ähnlich dem draußen, wobei ich denke, die Zehen sind hier schon ein bisschen besser ausgebildet. Trotzdem selbe Anzeichen, total vitaler Stiel. Die restlichen Pflanzen lasse ich natürlich noch stehen. Es gibt zur Bestimmung eigentlich nichts, was so wichtig ist wie hin und wieder mal eine kleine Testernte. Man muss das nicht komplett entnehmen. Manchmal reicht es, das auch so ein bisschen frei zu schaufeln. Aber ja, wenn alle Anhaltspunkte, viele Pflanzen knicken um, das Laub ist richtig trocken. Wenn ihr dann einen rausmacht und der sieht schon genauso aus, wie ihr den haben wollt, dann ist die Zeit der Ernte gekommen. Es gibt viele gute Gründe, warum man warten sollte. Das eigentliche Wachstum, das Ausreifen der Knollen findet so in den letzten 4, 5, 6 Wochen statt. Da legt er nochmal ordentlich zu. Und das ist fast noch wichtiger, so wenn ihr den jetzt so als frischen Knoblauch erntet, der ist nicht wirklich lagerfähig. Der sollte schon im Boden ausreifen, die Zehen sollten ausgebildet sein, nicht so wie der jetzt ist. Also hier würde ich sagen, ist die Lagerfähigkeit vielleicht 1, 2 Monate und dann müsst ihr den aufbrauchen. Und wenn ihr mehr habt, dann habt ihr echt ein Problem. Dann könnt ihr den noch klein schneiden und einfrieren, aber nicht mehr richtig lagern. Und der letzte Grund ist, ich finde das Aroma, das nimmt in den letzten Wochen und Monaten auch noch mal zu. Dieser frische Knoblauch ist zwar scharf, aber so das ganz typische, auch sortentypische Aroma bildet sich jetzt erst so in den nächsten Wochen. Da gibt es noch einen Trick, den ich mal gelernt habe. Wenn man etwas Schwefelhaltiges noch hier drüber macht, also kein Stickstoff, dann kann der auch noch mal extrem an Aroma und Schärfe zulegen, wenn ihr das wollt. Und etwas, was man da nehmen kann, das ist Kali Magnesia, Patent Kali. Verlinke ich euch mal das Produkt. Ich benutze es für einige Sachen und das machen tatsächlich einige Leute, nämlich sowas noch mal draufgeben, um das Aroma zu intensivieren. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass es Quatsch ist, Knoblauch zu früh zu ernten. Wartet ein bisschen, gebt den Pflanzen Zeit und dann habt ihr auch aromatische, große und lagerfähige Knoblauchknollen. Und damit wären wir am Ende des Videos. Hat es euch gefallen, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt gerne diesen Kanal weiter und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.